Willkommen zurück, mein Name ist Sascha. Heute haben wir ein neues Video aus der Rubrik Encrucited, in dem wir über die energetische Struktur des Universums sprechen wollen, wie es in den Büchern Castanedas beschrieben wird. Ich will nicht sagen, dass die Welt genau so aussieht. Ich sage vorsichtig, dass es ein Modell der Welt ist. Wie du weißt, nutzen wir Modelle zu unterschiedlichen Zwecken. Um etwas auf eine Art zu beschreiben, dass wir es sehr viel einfacher verstehen können, oder um es viel einfacher zu machen, Dinge zu nutzen. In unserem Fall ist das Modell sehr nützlich, um eine verständliche Beschreibung zu bekommen, die wir sehr gut nutzen können. Wir können dieses Video als eine Basis folgender Themen ansehen. Ohne diese Basis werden diese Themen ziellos und somit zu einer Aufzählung von Fun Facts, die wir nicht wirklich brauchen. Natürlich können wir in dem Video nicht ins Detail gehen, aus Gründen der Klarheit und Verständlichkeit. Wie sieht nun dieses Modell des energetischen Universums aus? Dieses Modell besagt, dass das Universum aus Energiefasern gemacht ist, die sich in die Unendlichkeit erstrecken, ohne sich gegenseitig zu berühren. Es gibt zwei Arten dieser Energie. Die eine ist die unbelebte Energie. Sie hat kein Bewusstsein. Würden wir fragen, welche wissenschaftliche Disziplin sich darum kümmert, können wir sagen, es ist die Physik und speziell Quantenphysik. Du kannst erahnen, die andere Form der Energie ist die belebte Energie, die Bewusstsein hat. Das Bewusstsein ist eine Art Vibration der belebten Energie. Hier haben wir zwei Arten Konglomerate an Energie. Die eine ist jene, die nicht an Organismen gebunden ist. Diese Konglomerate werden einfach anorganische Wesen genannt. Normalerweise sind diese Wesen nicht sichtbar für Menschen. Wenn wir diesen Konglomeraten Wissenschaftler zuordnen wollen, können wir Geisterjäger zuordnen. Natürlich können wir hier diskutieren, ob Geisterjagd eine Wissenschaft ist oder nicht, allerdings würden wir uns damit nur in unnützen Details verlieren. Die zweite Art Konglomerate ist die, die an Organismen gebunden ist. Du kannst bereits erraten, diese Wesen werden organische Wesen genannt. Hier können wir wieder eine Wissenschaft zuordnen: Biologie. Diese organischen Wesen haben einen speziellen Punkt in ihrem Konglomerat an Energie. Durch diesen Punkt laufen eine Menge dieser Energiefasern, über die wir vorher in dem Video gesprochen haben. Der Punkt hat die Aufgabe, diese Energiefasern zu klassifizieren und zu interpretieren. Dieser Punkt ordnet den Energiefasern auch Reaktionen zu. Da diese Reaktionen nur sinnvoll sind, wenn sie einer Interpretation zugeordnet sind, können wir sagen, dass diese Reaktionen nur Reaktionen auf die Interpretationen dieser Energiefasern sind. Diese Interpretationen sind das, was wir Wahrnehmung nennen. Also können wir sagen, dass in diesem Punkt die Wahrnehmung montiert wird. Das ist der Grund, warum der Punkt Montagepunkt genannt wird. Die Position dieses Punktes unterscheidet sich bei allen organischen Wesen. Somit nimmt jedes organische Wesen die Welt auf eine andere Weise wahr. Die Position bei dem Menschen ist zwischen den Schulterblättern etwa eine Armeslänge hinter uns. Jede Person nimmt die Welt ein kleines bisschen anders wahr. Das kann sogar von der aktuellen Stimmung abhängen. Das bedeutet, die exakte Position unterscheidet sich ein kleines bisschen unter den Menschen. Damit können wir sagen, dass wir Wissenschaftler haben, die sich um die genaue Position des Montagepunktes kümmern, die Psychologen. Wir können sagen, die Position beeinflusst unsere Kognition und unsere Kognition beeinflusst die Position. Damit können wir beides als gleichwertig behandeln, selbst wenn es nicht gleich ist. Wenn du fragst, ob wir die Kognition unterbrechen können, wäre die Antwort, dass das ein Thema für eine Menge zukünftiger Videos ist. Durch das Unterbrechen unserer Kognition können wir fähig sein, den Montagepunkt zu verschieben, sodass andere Energiefasern durch ihn hindurchlaufen. Das führt uns zum Thema des Träumens. Erneut in zukünftigen Videos werden wir detaillierter über das Träumen sprechen. Wir haben auch Wissenschaften, die sich um die Verschiebung des Montagepunktes kümmern, wieder die Psychologie und die Neurowissenschaften. Auf der einen Seite können wir sagen, dass die Verschiebung des Montagepunktes sehr einfach durchgeführt werden kann, indem man einfach die Verschiebung beabsichtigt. Auf der anderen Seite ist die Beabsichtigung und damit die Verschiebung sehr kompliziert. Die Schwierigkeit kommt durch die Kognition, die wir immer wieder auffrischen, wenn wir bei unseren Mitmenschen sind. Das ist nur sinnvoll, da das Verhalten, die Position unseres Montagepunktes mit der Position anderer Menschen zu synchronisieren, unsere Überlebenschancen deutlich erhöht.
Das bedeutet, wir brauchen viel Vorbereitung, um fähig zu sein, den Montagepunkt zu verschieben. Eine Sache, die wir dafür hauptsächlich brauchen, ist eine Art Lockerung des Montagepunktes. Eine Übung zur Lockerung ist die Achtsamkeit und das Wahrnehmen von so viel wie möglich, worüber wir in einem vorherigen Video sprachen. Aus dem Blickwinkel des Modells bedeutet diese Übung, sich aller Energiefasern gleichzeitig bewusst zu werden, die durch den Montagepunkt verlaufen. Dadurch nimmt die Priorisierung weniger Fasern ab. Das führt zu winzigen Erschütterungen des Montagepunktes, hervorgerufen durch die Wahrnehmung und nicht durch die Gedanken. Natürlich werden wir in späteren Videos über viel mehr Übungen und Details dieses Modells sprechen. Dann wird es klarer, dass wir damit sehr, sehr gut arbeiten können. Natürlich kannst du fragen, warum sich jemand so viel Mühe machen sollte, den Montagepunkt zu verschieben und somit andere Dinge wahrzunehmen. Nun, das muss jeder für sich selbst beantworten. Ein Grund könnte vielleicht sein, weil wir es können.